Hallo, in diesem Video lernen Sie, wie Sie in eFebi, unserer Software für Energieberatung und Planung, in einem Gebäude mehrere Wärmebereiche zu einem gemeinsamen zentralen Wärmebereich zusammenfassen. Dazu haben wir dieses Anlagenschema für das Beispielprojekt geöffnet und hier ist zu erkennen, dass es pro Geschoss eine eigene Wärmeversorgung und einen eigenen Trinkwarmwasserbereich gibt. Diese möchten wir jetzt über die Varianten zu einer großen zentralen Wärmeversorgung zusammenlegen und das zeigen wir anhand dieses Beispiels. Wir springen dazu in den Bereich der Maßnahmenbildung bzw. in die Varianten und legen uns über den Maßnahmenkatalog die notwendigen Maßnahmen an. Anders als bei anderen Maßnahmen ist es hier tatsächlich entscheidend, die richtige Reihenfolge der Maßnahmen anzuwenden. Wir beginnen mit der Maßnahme Standort des Wärmeerzeugers, die wir auf alle 3 Wärmeversorgungen anwenden, um das Verteilnetz unserer Wärmeversorgung dann nachher zu definieren. Nachdem wir unser Verteilnetz der Wärmeversorgung umgestellt haben, müssen wir als nächstes die 3 vorhandenen Heizbereiche zu einem großen Heizbereich zusammenfassen mit der entsprechenden Maßnahme. Das Gleiche passiert auch im Trinkwarmwasserbereich. Auch hier haben wir 3 Bereiche, die zusammengefasst werden müssen. Dazu nehmen wir die Maßnahme TWW-Stränge zusammenfassen und wenden sie auf die 3 Bereiche an. Als nächstes entfernen wir alle Trinkwarmwasserbereiter, außer den ersten, denn der erste soll nachher durch die neue Anlagentechnik ersetzt werden. Es ist vor allem wichtig, dass Sie bei einem Kombibereiter erst den Warmwasserbereiter entfernen und dann den Wärmeerzeuger in der Beheizung entfernen, damit diese nicht mehr miteinander gekoppelt sind. Also, nachdem wir nun den Warmwasserbereiter 2 und 3 entfernt haben, werden wir auch den Wärmeerzeuger 2 und 3 ausbauen mit exakt den gleichen Maßen. Jetzt ist in der Software bzw. im Hintergrund nur noch eine einzige Anlage aktiv. Das ist unser Wärmeerzeuger aus dem ersten Wärmebereich und dieser wird jetzt im nächsten Schritt durch eine Anlagentechnik ersetzt. In diesem Fall wählen wir dafür diese Pelletheizung aus und legen die Maßnahme an. Als letzten wichtigen Schritt führen wir den hydraulischen Abgleich durch und den legen wir an über die gleichnamige Maßnahme, wobei hier darauf zu achten ist, dass wir bisher nur die Wärmebereiche zusammengelegt haben, es aber immer noch 3 Heizkreise gibt, weswegen wir den hydraulischen Abgleich auf alle 3 Heizkreise anwenden. Bevor wir jetzt die Maßnahmen anwenden, stellen wir noch einmal sicher, dass wir das richtige Verteilnetz ausgewählt haben. Hier in den Eigenschaften für den Standort des Wärmeerzeugers kann man jetzt einstellen, welches Verteilnetz künftig angewendet wird. Wie Sie sehen, ist hier dezentral eingestellt. Das heißt, wir stellen das hier um auf das, was wir gerne anwenden möchten. Diese Maßnahme benötigen Sie also vor allem, um eine dezentrale Wärmeversorgung durch eine zentrale Wärmeversorgung zu ersetzen. Anschließend geht es in die Variantenbildung, wo wir uns eine Variante anlegen. Und in dieser Variante wenden wir die von uns angelegten Maßnahmen in genau der Reihenfolge an, in der wir sie auch erzeugt haben. Zuallererst beginnen wir also damit, das Verteilnetz unserer Wärmebereiche umzustellen. Anschließend fassen wir unsere 3 Wärmebereiche zusammen zu einem großen Bereich. Das Gleiche wiederholen wir in den Trinkwarmwassersträngen. Nachdem wir auch die Trinkwarmwasserstränge zusammengelegt haben, entfernen wir die Wärmeerzeuger 2 und 3, sowohl im Trinkwarmwasser als auch in der Beheizung. Es bleibt nur noch eine einzige Anlage übrig und diese Anlage wird jetzt ersetzt durch unseren Pelletheizkessel. Und zu guter Letzt wenden wir den hydraulischen Abgleich auf unsere Leitungen an. Das heißt, wir können das Ganze jetzt abschließen, indem wir wieder auf das Anlagenschema wechseln. Und hier können wir erkennen, wie aus unseren 3 Bereichen im Ist-Zustand ein einziger Heizbereich und ein einziger Trinkwarmwasserbereich geworden sind, die jetzt alle über dieselbe Anlagentechnik versorgt werden. So viel zum Zusammenfassen mehrerer Wärmebereiche zu einem. Online finden Sie auch viele weitere Lernvideos für unsere Software eFebi.